harte Arbeit ist Teil meines Lebens. Ja, ich mache es nicht für die Trainer, ich mache es nicht für meine Familie, sondern ich mache es für mich selbst. Hi, Joel from Unisport Web TV, and today we are at the St. George's Park in England, and I'm joined by the one and only Sami Khedira. Thank you, first of all, for talking to us. So today you're here to visit the Nike Academy. First of all, how was it being around them at the gym and on the pitch as well? Es war für mich ein einmaliges Erlebnis, was für mich auch neu ist, mit den ganzen talentierten jungen Spielern zu trainieren. Ich finde das Konzept richtig klasse, es ist ein großartiges Konzept. Spielern, die nicht die Chance haben oder noch nicht die Chance haben, bei professionellen Vereinen zu spielen. Deswegen toll, ich finde es super und bin wirklich auch glücklich und froh, hier zu sein und hatte wirklich unheimlich viel Spaß im Gym und auch auf dem Platz mit den Jungs trainieren zu dürfen. When you were younger, what were the key areas you were working on? Was it like speed or passing? Ich glaube, ähnlich wie es hier auch in der Nike Academy praktiziert wird, es ist das komplette Paket. Also das heißt technisches Training, also die Ballbehandlung, das Passen, aber natürlich auch die Athletik, ja, die Sprints, die Power, wie bewege ich mich. Ich glaube, so das ganze Paket ist unheimlich wichtig, aber auch wie verhalte ich mich, ja, also, wie gehe ich mit meinen Mitspielern um, wie gehe ich mit meinen Gegenspielern um. Ich glaube, das ist auch unheimlich wichtig. Das ist Teil der Ausbildung, nicht nur das Körperliche, sondern auch was hier oben passiert. Ich glaube, man kann immer auch in den Stärken, die man hat, weiterentwickeln, aber auch die Schwächen peu à peu, sag ich mal, vermindern. Schwächen sind immer da, das hat jeder Mensch. Deswegen glaube ich, wenn man so im ganzen Paket arbeitet und sich immer wieder für eine Zeit lang Sachen rauspickt, dann kann man schon auf dem richtigen Weg sein. Alright, this might sound a bit weird, but when you were younger, or even nowadays, do you ever get a feeling like, okay, I don't feel like going to training today? Or are you still excited to play football every day? Ja, die Begeisterung ist immer da, aber ich glaube, ich habe mich mal mit einem sehr, sehr erfolgreichen Extremsportler unterhalten und der auch gesagt hat, ich fühle mich nie wirklich 100% fit und so ist es bei mir auch. Also ich fühle mich nie wirklich, ich stehe morgens auf und sage, ich habe keine Probleme, ich habe keine Schmerzen, ich fühle mich auf Top-Level. Ich glaube, das ist wirklich, wenn man 70 Spiele hat im Jahr, vielleicht 2, 3 Mal, wo man rausgeht, sagt, ich habe kein Wehwehchen, ich fühle mich super. Und ich glaube, das ist aber dann auch die Kunst, zu sagen, nein, das sind keine Ausreden, sondern ich will genauso professionell rangehen, auch wenn es da mal zwickt und da mal zwickt und da mal zwickt, weil dann überwindet man seine eigenen Grenzen und kommt immer wieder in neue Ebenen, kann neue Phasen einfach auch erreichen in seiner eigenen Professionalität. Und das ist, glaube ich, unheimlich wichtig, dass man auch sagt, auch wenn man sich nicht so gut fühlt, trotzdem zu arbeiten. Heute, es war kalt, es war windig, fängt fast an zu regnen, aber trotzdem macht der Fußball Spaß und das muss man immer sich bewusst sein, dass man wirklich, wenn man gesund ist, jeden Tag auch nutzen sollte, Sport zu treiben und speziell auch dann an seinen eigenen Fähigkeiten zu arbeiten, speziell im Fußball. Now, as a player, you won like some of the biggest titles a player can win. But what keeps you hungry still, for more success? Ist ganz einfach, weil ich habe eben schon vom inneren Antrieb erzählt und ich will immer besser werden und einen Titel zu gewinnen ist super, speziell wenn man auch die Größten gewonnen hat, wie die Champions League oder auch den Weltmeisterschaftstitel. Aber ich glaube, das erfüllt einen mit Stolz. Aber ich glaube, wenn man dann sagt, okay, ich gebe mich damit zufrieden, dann kann ich heute sagen, okay, ich höre auf mit Fußball und alles ist gut. Weil wenn man nicht mehr diesen Ehrgeiz hat, wirklich auch das nochmal jemandem zu beweisen und jeden Tag sich selbst zu beweisen, den Mitspielern, den Coaches oder auch den Fans zu beweisen, dass man wirklich noch auf dem Niveau spielen kann, hat man schon verloren. Und ich glaube, es ist relativ einfach, nach oben zu kommen. Aber es ist noch umso härter, oben zu bleiben, umso schwieriger. Und das ist eigentlich die Kunst und die treibt mich jeden Tag an, auf dem Niveau, auf dem ich spiele. Und ich spiele, glaube ich, beim besten Verein oder beim bekanntesten Verein der Welt, mit den besten Spielern in der Nationalmannschaft zusammen mit den Besten. Und das treibt mich an, da auch wirklich noch dazu zu gehören. Und das ist eigentlich relativ simpel und einfach. Das macht einfach unheimlich viel Spaß und ich will nicht wieder eine Stufe runter oder ein paar Stufen runter, sondern will wirklich noch jahrelang da oben bleiben. Well, besides the success, you've also
had some difficult periods when you've been injured. When you are injured, what keeps you motivated to get back on the pitch? How do you get through those experiences? Teil der Arbeit einfach auch zu sagen, dass man mit so schwierigen Phasen umgeht und zu sagen, ich sehe es einfach als Arbeit an, ich muss professionell sein, man wird dafür bezahlt, auch wieder Topleistungen abrufen zu können. Aber für mich persönlich war es einfach so, dass ich ein Ziel vor Augen hatte und das war die Weltmeisterschaft, deswegen hatte ich einen ganz klaren Weg, der mir vorgegeben worden ist, den wollte ich einfach auch erreichen und solange er möglich war, habe ich auch wirklich hart dafür gearbeitet und ich glaube, es gehört einfach dazu und man muss auch da den Spaß entwickeln, mit seinem Team auch so professionell zu arbeiten, dass man da auch wenn es weniger Spaß macht, wie mit 20 anderen Jungs auf dem Fußballfeld zu stehen. Aber das war einfach so eine Sache, die mich selbst angetrieben hat. Ich hatte Spaß dabei, mich wieder fit zu bekommen, auch wenn es wirklich eine harte und schwere Arbeit war. Aber ich glaube, das zeichnet mich auch irgendwo aus, dass ich sage, Dinge zu erreichen, die vielleicht unmöglich zu sein, fordert mich heraus, macht mir unheimlich viel Spaß, diesen Ehrgeiz da zu entwickeln und hart zu arbeiten. Ich habe es nie anders gekannt. Harte Arbeit ist Teil meines Lebens. Alright. Last question. So there are thousands of kids who dream of becoming professionals, but they might be going through difficult periods if they are injured or they have some other problems. What advice would you like to give to those players who dream of reaching the top? Hart an sich arbeiten, ehrlich an sich zu arbeiten, Spaß dabei zu haben, nicht gezwungen etwas zu machen und wirklich auch für sich selber zu sagen, ich will es für mich erreichen. Und das ist, glaube ich, mit das Entscheidende, dass man sagt, ich mache alles, was ich mache, nur für mich selbst. Ja, man kann jeden bescheißen, man kann jeden belügen, aber für sich selber kann man nicht bescheißen, weil das Spiegelbild, das gibt einem immer wieder das Gleiche zurück. Und ich glaube, wenn man da hartnäckig ist, einfach nur Spaß an der Geschichte haben, hart arbeiten, dann werden sie das definitiv auch erreichen. Weil es gibt viele talentierte Spieler, es gibt viele Spieler, die super gecoacht werden, die perfekte Ausbildung haben. Das sind alles Grundvoraussetzungen, um das Ganze auch umzuschaffen, können sie nur das selber. Genauso wie die Jungs hier, die 20 Jungs, die heute auf dem Platz standen. Bessere Ausbildung gibt es, glaube ich, nicht. Jetzt sind sie in der Reihe, das umzusetzen und die Chance für sich selber zu nutzen. Da kann niemand mehr ihnen dabei helfen. All right, that's all we have. Cool. Thank you very much. Thank you. All right.